Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico und wir beschäftigen uns heute mit der Höhe. Los geht's! Wer auf seiner Trompete höher spielen möchte, muss das natürlich speziell trainieren. Wie ich das machen kann, erzähle ich dir in diesem Video. Übung Nummer 1. Neben der Atmung, die wir in den letzten Videos schon thematisiert haben, geht es beim Höherspielen auch darum, ein gutes Gefühl für die Zunge zu entwickeln. Wie kann ich die Zunge trainieren? Natürlich übers Pfeifen. Ich mache euch das einmal vor. Ich pfeife Glissandi nach oben und wieder zurück. Und das Ganze auch schneller. Und ich merke, wie die Zunge sich bewegt. Sie ist erst unten, geht nach oben und wieder zurück. Und das Ganze fließend mit einem weichen Übergang, damit das Glissando auch immer hörbar bleibt. Wenn ich jetzt beim Trompete spielen bin, dann kann ich mir auch zu Hilfe nehmen die Vokale A für die tiefe Zungenposition, E für eine mittlere Zungenposition und I für eine höhere Zungenposition. Wenn ich das einmal spreche, A, ist es alles ziemlich weit. E, ich merke schon, die Zunge geht nach oben auch so ein bisschen nach vorne und I, die Zunge ist wirklich weit oben und weit vorne. Das heißt, wir steuern mit dieser Zungenposition unseren Luftstrom. Der Luftkanal im Mund wird enger gemacht, die Luft bekommt mehr Fließgeschwindigkeit. Das Ganze trainiere ich auch fließend im Übergang, genauso wie diese Pfeifübung im Glissando, jetzt kombiniert mit den Vokalen. Ja. Und auch da hat man gemerkt, die Stimme geht auch mit. Deshalb mache ich einfach, um mir über die Ohren nochmal das Feedback zu holen, wie die Zunge sich bewegt. Nach oben für höher, nach unten für tiefer. Und dann gehen wir auch schon zur zweiten Übung. Jetzt an die Trompete. Wenn ich jetzt meine Höhe trainieren will, nehme ich mir immer Übungen heraus, die ich auswendig kann, wo ich nicht drüber nachdenken muss. Eine ganz einfache Sache, F-Dur. Ich spiele die F-Dur-Tonleiter jetzt aber nicht einmal hoch und einmal runter, sondern ich beginne erstmal vom Grundton F1 im Abstand einer Quinte. Das heißt, ich spiele vom F1 zum C2 nach oben und zurück. Beim zweiten Mal spiele ich bis zum D2, beim dritten Mal bis zum E2 und beim nächsten Mal bis zum F2. Und so erweitere ich meinen Tonraum nach oben. Natürlich bleibe ich nicht beim F2 stehen, sondern gehe noch übers G, A, B, C, D nach oben, wie es eben individuell mit der Höhe machbar ist. Immer mit Crescendo nach oben. Je nachdem, wo ich eben ankomme, habe ich jetzt im Video auch gemacht, extra, wenn ich unten ankomme und ich brauche Luft, atmen. Wenn das Auto keinen Sprit hat, zur Tankstelle fahren. Wenn der Trompeter keine Luft hat, atmen. Eine ganz einfache Regel, wir brauchen Luft für unser Blasinstrument. Diese Übung kann ich natürlich auch noch etwas verschärfen. Das heißt, ich spiele nach wie vor meine Tonleiter. Jetzt mache ich es allerdings so, dass ich da oben auf dem Ton immer 4 Zählzeiten stehen bleibe, meinen Ansatz halte und versuche die Luft aktiv nach außen fließen zu lassen, damit der Hals nicht eng wird. Und nach diesen 4 Zählzeiten gehe ich in der Tonleiter wieder nach unten zum Grundton.
Oben stehen bleiben, den Ton aushalten, auf das Körpergefühl achten, damit keine Verspannung kommt. Der Hals muss offen bleiben, die Luft darf weiterfließen, muss sogar weiterfließen, damit der Klang immer präsent ist. Und wenn ich diese 4 Zählzeiten oder wenn ich merke, jetzt wird es kritisch, dann wieder den Weg nach unten angehen, damit man wieder in die Entspannung kommt und man ein gutes Körpergefühl wieder erreicht. Und ich brauche etwas mehr Entspannung, dann jederzeit in die tiefe Lage üben. Das heißt C1 bis nach unten zum kleinen G, kleinen Fis oder auch Pedaltöne. Die bringen nochmal Lockerheit in unseren Ansatz, damit ich dann im nächsten Schritt wieder in die Höhe gehen kann. Ihr habt gemerkt, die Übungen habe ich gebunden gespielt und zwar aus dem Grund, dass ich immer in diesem Ausatmenprozess bin, dass die Luft weiterfließt und ich durch den Stoß nicht noch eine Komponente mehr einbaue, wo es Komplikationen geben könnte, wie zum Beispiel manche stoßen mit dem Hals an, manche haben irgendwelche anderen Probleme und wenn ich gebunden spiele, habe ich sofort immer das akustische Feedback über mein Instrument, dass die Luft weiterfließt und darauf kommt es an. Eine sehr gute Übung, die man auch zum Höhentraining benutzen kann, sind Dreiklänge. Ich bleibe jetzt wieder bei uns im gespielt F-Dur und spiele die Dreiklänge immer ausgehend vom F1 nach oben und auch da erweitere ich den Ton dementsprechend nach oben. Ich mache es euch einmal vor. Zum Beispiel F-Dur. Wenn ich jetzt höher kommen will als zum C3, dann nehme ich beim nächsten Mal, wenn ich diese Übung nehme, Fis-Dur und schon ist der Dreiklang einen Halbton höher. G-Dur, As-Dur, A-Dur und so baut sich das nach oben auf und dann muss ich nicht immer bis zum Grundton spielen, also F, A, C, F, sondern ich kann die Dreiklänge nach oben erweitern, wie ich es eben brauche oder was eben noch geht. Eine dritte Übung, die uns auch beim Höhentraining unterstützt, ist die Glissando-Übung auf der Trompete. Das heißt, ich spiele meine Bindungen fließend im Übergang nach oben. Ich mache euch das einmal vor. Das Ganze kommt vom Tönetreiben. Ihr habt gehört, am Anfang habe ich die Töne mit dem Glissando verbunden und nach unten habe ich die Töne dann einfach abfallen lassen, wie sie eben einrasten in der Quarte, in der Terz nach unten, bis ich unten beim C1 angekommen bin. Man kann natürlich auch das Ganze zu Beginn etwas entschärfen. Den meisten Leuten fällt dieses Tönetreiben nach unten einfacher, wenn man sozusagen, man startet beim E2 und lässt den Ton so lange fallen. Es gibt diesen heiklen Punkt, wo der Ton nach unten wegbricht, da die Spannung halten und die Zunge merken, wie sie mitarbeitet, dass man ein geschmeidiges Glissando nach unten zum C bekommt. Ich mache es einmal vor. So, und wenn ich nach unten gekommen bin, kann ich das Ganze auch wieder nach oben machen. Und so habe ich jetzt auch gleich eine Quinte mit eingebaut, also C2, E2, G2, das Ganze auch wieder zurück und immer gucken, dass der Ton weitergeht und nicht diese Brüche entstehen. Wenn die Brüche entstehen, ist dieser Moment, dieser heikle Moment natürlich unser Feind. Wir müssen an der Stelle noch langsamer spielen, dass wir uns diesem Punkt geschmeidig annähern und auch drüber hinweg pusten können, damit dieses Glissando zustande kommt. Auch da gilt wieder, wenn man merkt, man verspannt, pausieren, tiefe Töne spielen, Atemübungen einbauen, Zettel an die Wand pusten. Also es gibt genug Möglichkeiten, wie man dann seinem Ansatz eine kurze Pause gönnt, um danach wieder ans Instrument zu gehen. Gehen wir die 3 Übungen nochmal durch. Wir haben als erste Übung Pfeifen.
ein gutes Gefühl für die Zunge aufzubauen. Das ist der Plan. Die zweite Übung ist Tonleiterspiel. Immer die Erweiterung um einen Ton nach oben und auch der Weg wieder zurück, Anspannung und Entspannung. Punkt Nummer 3, Glissandi üben, Dreiklänge üben und so die Höhe nach oben aufbauen. In Zukunft wird es noch weitere Videos zur Höhe mit mehr Know-how zur Höhe beim Trompetespielen geben. Das waren jetzt 3 Basisübungen, die man jetzt in seinen Überalltag mit einfließen lassen kann, um mehr Höhe zu entwickeln. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst noch ein Like da, abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr kein essentiell wichtiges Trompetenwissen mehr. Und mir macht es auch mehr Spaß beim Videos drehen. Das war's von meiner Seite. Bis bald und ciao!